So, liebe Freunde der Füße, wir haben den Endspurt, Anlage 5, die letzte Anlage zu unserem Vertrag, die Zulassungsvoraussetzungen. Jede podologische Praxis, die zugelassen werden möchte, muss ja bei der AG Zulassung einen Antrag stellen. Da kriegt man dann ganz einen dicken Packen an Zetteln, was man dann alles abarbeiten muss und ausfüllen muss und das Ganze wieder hinschicken muss. Die ganzen Zulassungsbestimmungen ändern sich auch mit 01.01.2021. Die alten Praxen, die bis jetzt zugelassen worden sind, haben Bestandsschutz. Das finde ich auch mal gut. So, berufliche Qualifikation. Fachlich qualifizierte Berufsgruppen. Angehörige folgender Berufsgruppen sind für die Abgabe der podologischen Leistung qualifiziert. Podologen oder Podologinnen gemäß § 1 Satz 1 des Podologengesetzes. Staatlich geprüfte Podologen und Podologinnen gemäß § 15 Absatz 1 Privatschulgesetz Baden-Württemberg. Da schon, die haben ein eigenes Gesetz. Zuletzt geändert durch die Privatschule 1995 mit Abschlusszeugnis berechtigt zur Führung der Berufsbezeichnung staatlich geprüfte Podologin, Podologe. Staatlich geprüfte medizinische Fußpfleger oder medizinische Fußpflegerinnen gemäß der Bayerischen Schulordnung für Berufsschulen erteilte Berechtigung zur Führung der Bezeichnung staatlich geprüfter medizinischer Fußpfleger oder medizinische Fußpflegerin. Dies gilt nur für Bayern. Staatlich anerkannte medizinische Fußpfleger oder medizinische Fußpflegerin des Runderlasses der Niedersächsischen Sozialministeriums über die staatliche Anerkennung von medizinischen Fußpflegern. Okay? Das heißt, staatlich geprüfte medizinische Fußpfleger können nur in Bayern und Niedersachsen podologische Leistungen abrechnen. Nicht in anderen Bundesländern. Warum haben die schon wieder Ausnahme gekriegt? Staatlich anerkannte Podologinnen und Podologen gemäß des Schulgesetzes Sachsen-Anhalt sind staatlich anerkannte Podologen, Podologinnen. Gut. Also, heißt auf gut Deutsch, die bayerischen und niedersächsischen staatlich geprüften medizinischen Fußpfleger dürfen Heilmittelverordnungen abrechnen. In den ganzen anderen Bundesländern dürfen es nur Podologen gemäß § 1 Absatz 1 Podologengesetz. Ach so, in Bayern und Niedersachsen dürfen die Podologen das auch. Nicht, dass mich da einer falsch versteht. Absatz 1.2 nicht fachlich qualifizierte Berufsgruppen. Angehörige folgender Berufsgruppen sind nicht für die Abgabe von podologischen Leistungen, insbesondere nicht fachlich qualifiziert. Medizinische Fußpflegerinnen, medizinische Fußpfleger, die mit der Bezeichnung Podologin, Podologe, die nicht nach dem Podologengesetz ausgebildet und geprüft wurden. Das steht im Gegensatz zu Absatz 1.13 und Absatz 1.14, weil da dürfen das die medizinischen Fußpfleger schon, obwohl sie nicht als Podologe geprüft worden sind. Also in Bayern und Niedersachsen. Okay. Dann Fußpfleger, Fußpflegerinnen, orthopädische Schuhmacher, Schuhmacherinnen, orthopädische Schuhmachermeister und Meisterinnen, Personen, die aufgrund einer Ausbildung nach dem Gesetz über die Ausbildung der Berufe Masseur, Masseurin oder medizinische Bademeister, medizinische Bademeisterinnen, Krankengymnasten oder Krankengymnastinnen oder die was beide Berufe haben, Kosmetiker, Kosmetikerinnen, Altenpfleger, Altenpflegerinnen, Gesundheits- und Krankenpfleger, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen oder Pflegefachfrau, Pflegefachmann. Das heißt auch, eine Fußpflegerin, die was Frau vom Arzt ist, darf das auch nicht. Nummer 2. Räumliche Mindestvoraussetzungen. Die räumlichen Mindestvoraussetzungen sind auf einen Leistungserbringer ausgerichtet.
Die Praxis muss einen geschlossenen Behandlungsraum von 8 Quadratmeter umfassen. Ein Behandlungsraum kann zur selben Zeit nur von einem Leistungserbringer genutzt werden. Okay, ja, also ich habe nicht gewusst, dass man in 8 Quadratmeter 2 Behandlungsstühle reinkriegt. Gut. Absatz 2.3. Behandlungsräume dürfen keine Durchgangsräume sein, es sei denn, dahinter befindet sich ausschließlich Räume, die für den Praxisbetrieb während der Therapie nicht genutzt werden. Hinter dem Behandlungsraum liegende Räume sind mit einer Tür zu verschließen. Das Ganze heißt im Klartext, ich habe einen Behandlungsraum, dahinter ist mein Hygieneraum, das funktioniert, umgekehrt nicht. Vorn Hygieneraum, hinten Behandlungsraum. Ja, weil dann muss der Patient andauernd durch den Hygieneraum durch, also das klappt nicht. Oder vorne Kosmetikraum und hinten Behandlungsraum Podologie. Das geht auch nicht. Und umgekehrt geht es auch nicht, weil nämlich der Patient von der Kosmetik muss ja dann durch den Behandlungsraum von der Podologie durch. Tja. Die Behandlungsräume bestehen aus festen Wänden, mindestens mit einer Tür, müssen entlüftbar sein, beheizt, beleuchtet und der Richtwert von 2,40 Meter Deckenhöhe, Lichthöhe. So ist nicht unterschreiten, es ist ein Richtwert geworden. Ein Deckenbalken, eine Deckenabhängung oder ähnliches gelten nicht als Unterschreitung der Raumhöhe, sofern deren Fläche 10% der Gesamtdeckenfläche nicht überschreitet. Bei geringfügigen Abweichungen der Gesamthöhe um 10 cm nach unten, beispielsweise in Altbauten, kann eine Zulassung erteilt werden, sofern alle weiteren Voraussetzungen erfüllt sind und die Behandlungsqualität nicht eingeschränkt wird. Also mit 2,30 Meter glaube ich wohl kaum, dass die Behandlungsqualität eingeschränkt ist. Also ich habe jetzt bis jetzt noch keinen Patienten gehabt, der was über 2,30 Meter den Kopf stößt. Geschweige denn hebe ich meine Patienten rauf, dass die mir oben die Glühbirnen wechseln können. Gut. In den Behandlungsräumen bedarf es einen trittsicheren, fugenarmen, leicht zu reinigen und desinfizierenden Fußboden. R9 oder höher. In den Behandlungsräumen bedarf ein glatter, bis zu einer Höhe von mindestens 1,18 Meter abwaschfeste Wände. Gut, ich habe in meiner Praxis so Tapetenwände und habe da Elefantenhaut drauf gestrichen. Das Ganze ist abwischbar, ist auch ganz praktisch, weil man hat nämlich ganz oft die Batsche für die Patienten dabei hängen. Wenn sie sich gerade mal die Schuhe anziehen und dann müssen sie ja mit einer Batsche da auf die Wand oder ja. In jedem Behandlungsraum muss die Möglichkeit zur Händedesinfektion bestehen. 2.9 Handwaschplatz im Behandlungsraum oder in der Nähe. Das heißt, es ist nicht mehr zwingend erforderlich, dass im Behandlungsraum ein Handwaschplatz ist. Es sei denn, das Gesundheitsamt schreibt dies vor. Das gilt ja jetzt nur für die Krankenkassenzulassung. 2.10 Für eine Aufbereitung der Instrumente ist ein geeigneter Raum gemäß der gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien des RKIs einzurichten. Gut, das ist unser Hygieneraum, da wissen wir ja eh, was alles drinnen steht. Punkt 3, die Ausstattung. Pflichtausstattung je Behandlungsraum. Motor für rotierende Instrumente mit Staub- oder Nasstechnik, höhenverstellbarer Patientenstuhl mit teilbaren und ausziehbaren Fußstützen, eine Leuchte. Ich hoffe, die meinen die Leuchte nicht an der Decke. Mindestens 5 sterilisierbare Instrumentensätze, bestehend aus Nagelzange, Skalpell, Sondierinstrument sowie Schleif- und Fräskörper. Wie, nur 5 Sätze? Okay. Da muss ich euch ganz ehrlich sagen, mit 5 Sätzen komme ich nicht weit. Ich arbeite alleine in meiner Praxis und habe 20 Sätze. Okay. Jeweils 2 Verbandsscheren, Pinzetten, Eckenzangen, Hautzangen oder Pinzetten. Jeweils sterilisierbares Medizinprodukt oder als steriles Einwegprodukt. Entsorgungsbehälter handfrei bedienbar. Ja, wo du mit dem Fuß drauf trittst. Verbrauchsmaterial wie Tupfer, Tamponaden, sterile Kompressen in ausreichender Zahl.
persönliche Schutzausrüstung, insbesondere Einmalhandschuhe, Mundschutz in ausreichender Zahl, Hände-, Haut- und Flächendesinfektionsmittel. Ja, Pflichtausstattung für im Hausbesuch tätige Leistungserbringer. Für die Erbringung von podologischen Leistungen im Hausbesuch sind über die Ziffer 3.1 genannten Ausstattungen die folgenden Geräte und Utensilien erforderlich: mobiler Motor für rotierende Instrumente, Staub- oder Nasstechnik, Transportbehälter für benutzte Instrumente. Wie und mehr nicht? Kein Hockerchen, dass man sich drauf hockt, keine Fußstütze. Das heißt, ich kann beim Patienten daheim am Boden rumkrabbeln und machen mir meinen Rücken kaputt. Naja. Das lassen wir jetzt einfach mal so dahingestellt. Die Instrumente nach 3.1.4 und 3.1.5 sind im verpackten Zustand gemäß der Anforderungen der Hygiene bei der Aufbereitung von Medizinprodukten des RKIs in der jeweils gültigen Fassung mitzuführen. Ja, ist ja klar, dass man Instrumente mitführen muss. Im verpackten Zustand. Ist auch klar, sonst sind sie nicht steril. 3.3 Hygieneanforderungen. 3.3.1 Sicherstellung der Sterilisation der Instrumentensätze durch einen Dampfsterilisator, einen Autoklav, sofern die Sterilisation der Instrumente nicht durch die Vorhaltung eines Dampfsterilisators Autoklav durch die Praxis selbst sichergestellt wird, muss dies ein Nachweis über einen gültigen Vertrag mit einer zentralen Aufbereitungsstelle mit Haftungshinweis vorliegen. Das heißt, falls du ein Podologe im Hausbesuch bist, bist du normalerweise bei einer Praxis angestellt und kannst du dort deine ganzen Instrumente sterilisieren. 3.3.2 Die jeweils gültigen Hygieneanforderungen der Länder sind einzuhalten, also das, was das Gesundheitsamt von uns möchte. 3.3.3 Vom gesamten Personal unterschriebener Hygieneplan, der die Maßnahmen zur Reinigung, Desinfektion, Sterilisation sowie zur Ver- und Entsorgung festgelegt. Dies gilt insbesondere bezogen auf die hygienische Händedesinfektion und die Aufbereitung des Behandlungsraums sowie sach- und fachgerechten Instrumentenaufbereitung. Ja, das ist sehr schön, dass das jetzt alles geregelt ist. Dennoch vermisse ich den Hocker und die Fußstütze im Hausbesuch. Gut, das war jetzt Anlage 5. Somit sind wir mit dem kompletten Vertrag durch. Ja, wie ich vorher beim Hauptvertrag auch schon gesagt habe, so schlimm finde ich den Vertrag jetzt nicht. In den Anlagen ist jetzt einfach nur mehr genauer geregelt, was wir alles dürfen, was wir machen sollen. Was mich doch ein bisschen entsetzt hier in Anlage 5 ist, dass man nur 5 Instrumentensätze braucht. Das heißt, 5 Stunden Arbeit, 5 Patienten mit Behandlung groß und dann muss ich schon wieder noch 4 sterilisieren, damit ich dann in Stunde 6 dann wieder Material habe. Ja, also vor der Ausführung in der Praxis ist das, finde ich, zu niedrig. Ich finde eigentlich so 10 Sätze pro Podologen wären schon angedacht, das wäre schon besser. Ich selber habe in meiner Praxis für mich alleine 20 Sätze. Einfach damit, dass ich nicht so oft sterilisieren muss. Ich habe einen größeren Steri und wenn ich da nur mit 4 Sätzen da andauernd sterilisiere, dann ist 3/4 von meinen Autoklaven leer. Also von dem her muss jede Praxis überlegen, wie viele Instrumentensätze sie anschafft. Ich tendiere natürlich dazu, dass man sich mehr anschafft. Dann hat man einfach eine bessere Auslastung vom Autoklaven auch. Gut. Ich hoffe, die ganzen Videos waren nicht zu langatmig. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben zum Vertrag, könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ja, ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Vergesst nicht, den Vertrag anzuerkennen bis zum 31.06.2021 oder 30.06., also der letzte Juni 2021. Die ganzen
Unterlagen gibt es auf meiner Website unter Downloads nochmal runterzuladen. Da habe ich auch eine Paragraphenliste für den Hauptvertrag und auch eine Fristenliste, damit dass man die Fristen nochmal einen Überblick hat. Gut, ich wünsche euch eine schöne Zeit. Ich hoffe, euer Tee ist nicht kalt geworden und ihr seid nicht eingeschlafen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, eure Podologin Andrea. Tschüss.